Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich total. Heute möchte ich mit euch was Einfaches machen. Eine einfache Bildaufteilung im Zweidrittelformat, vielleicht auch andersrum, einfach oben die Zweidrittelaufteilung haben. Das weiß ich noch nicht genau. Es soll auf jeden Fall was Leichtes werden für Anfänger vor allen Dingen. Wo ist mein Stift? Also wir starten hier wieder mit der horizontalen Linie. Also das ist eine ganz simple Bildaufteilung und damit liegst du immer richtig und du kannst jetzt als Anfänger hier anfangen und hier einfach mal rumkrickeln und das ist ein guter Einstieg für dich, um auch über die weiße Fläche natürlich zu kommen. Eben hatte ich einen Graphitstift, jetzt suche ich hier meine Kohle. Wo ist sie? Ja, und jetzt kann ich die Linie quasi einfach nachziehen. Oder ich kann mir auch was Neues ausdenken, weil jetzt habe ich den Anfang ja gemacht und entdecke vielleicht auch schon was. Und das bleibt immer so ein bisschen im Hinterkopf. Unterschied Kohle und Graphit ist einfach der, dass die Kohle stark die Farbe wieder abgibt. Siehst du schon, wenn du Wasser rauf gibst, gibt die Kohle einfach die Farbe ab. Ich habe hier eben schnell die Umverpackung von der Leinwand hingelegt. Da kann ich gut drauf mischen. Und ja, jetzt ist es quasi wie Aquarellmalen. Ne? Du kannst die Acrylfarbe auch stark mit Wasser verdünnen und dann kannst du da prima mit dem Pinsel die Farbe einfach verteilen. Ich war letzte Woche krank und ja, lag da so im Bett und ich bin immer noch jetzt sehr, sehr müde und das geht wahrscheinlich auch ganz vielen so. Und da kann man eben auch mal schön so eine Arbeit hier machen, wie ich die heute machen werde. Zu diesem erdigen Ton gebe ich jetzt ein knalliges Orange und ja, das weckt so ein bisschen meine Lebensgeister. Es auch jeden x-beliebigen Farbton dazu geben, völlig egal. Und trag den einfach mit dem Malmesser auf und dadurch vermischt er sich jetzt nicht so mit dem Braun und du kannst ihn deckend auftragen und ja, schau mal, ob du noch Linien in die nasse Farbe ziehen kannst. Und ja, die tauchen vielleicht nachher wieder auf und die bringe ich sowieso nochmal wieder rein und damit machst du eigentlich immer wieder dasselbe. Dich dann sicherer. Jetzt gebe ich hier noch ein bisschen Rot dazu. Irgendwie ja, brauche ich noch ein bisschen was Buntes. Und schmier da einfach auch die rote Farbe dazu. Und es muss alles nicht ordentlich sein. Jetzt gebe ich ein Beige darüber, also so einen Sandton. Und die untere Farbe, die ist jetzt schon recht trocken. Also ich bin da kurz mit dem Föhn drüber gegangen. Mit meinem Palettenmesser werde ich jetzt hier wieder diese horizontale reinziehen und das kannst du natürlich genauso jetzt bearbeiten und eine abstrakte Landschaft hier hinzaubern. Ich bin ganz, ganz gegenstandslos und will meinen Kopf überhaupt nicht anstrengen und einfach nur ein bisschen Spaß haben. Nimm die Farbe hier auch wieder ab, ganz einfach auch in der Fläche. Du kannst hier auch einen Spruch hinschreiben oder ja, eine Blume rausziehen oder was auch immer. Das kennst du ja auch schon aus ganz vielen Videos. Ich will jetzt aber wirklich nur krickeln.
Ja, und wenn es mir nicht gefällt, dann male ich es einfach wieder über. Und das direkt. Einfach nur so ein undefiniertes etwas stehen. Wenn die Farbe richtig trocken ist, kannst du die oben richtig abnehmen. Ich male sie jetzt aber einfach ein bisschen über und ziehe die andere nasse Farbe da einfach noch ein bisschen mit rein. Das gleiche nochmal. Ich möchte nämlich das Rot nur als feine Linie haben und nicht so durchscheinend. Jetzt will ich das wieder rausnehmen mit meinem Malmesser. Wo ist es? Dann nehme ich jetzt eben den Stielkamm, ist auch egal. Nein, ist natürlich nicht egal. Wenn ich jetzt speziell was vorgehabt hätte, wäre es überhaupt nicht egal. Aber der passt. Ich will sowieso nur so ganz feine Linien haben. Das ist wahrscheinlich wieder so ein toller Zufall. Und schau mal, was für ein wunderbares Muster hier jetzt entsteht. Kann ich ja nochmal mit dem Graphitstift reinkrickeln, was reinschreiben, eine Message reinschreiben, das kennst du ja aus ganz vielen Videos. Pink ist natürlich wunderbar. Ja, das mag ich gerne. Es sind ja jetzt auch schon die Kirschblüten. Also du siehst die Farbe jetzt ja auch schon überall. Das ist wunderschön. Du kannst wirklich ganz unsauber arbeiten. Das Bild lebt auch davon. Und hier kriege ich jetzt einfach nochmal das Viereck raus. Das hatten wir ja jetzt ja auch schon ein paar Mal als Thema. Heute kann ich dir nochmal zeigen, wie man es wirklich dann auch nur noch als Viereck hinsetzt. Mal gucken, ob ich so sauber heute überhaupt malen kann, weil ich bin echt platt. Aber die Malerei macht mir wieder Spaß und bringt mich auf andere Gedanken. Das ist gut. Ja, das tat mir gut. Nicht groß nachdenken, einfach machen, nicht sauber ordentlich arbeiten, sondern ja, einfach mal die Gedanken kurz auf was anderes lenken und ja, da gehört nicht viel zu. Also probier das einfach aus, nimm die Farbtöne, die in deine Wohnräume passen und dann hast du einen kleinen Farbtupfer für dich und kannst ein bisschen auftanken. Also mir geht es zumindest so. Danke fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. In dem Buch findest du auf Seite 28 etwas zu dem Werkzeug Spachtel und da siehst du schon, wie du den benutzen kannst und wie du den eben auch zum Farbe wegnehmen benutzen kannst. Und das ist eben eine Technik, die ich immer wieder einsetze und ja, die kommt in vielen Bildern vor und manchmal sieht man dem Bild das gar nicht an. Also ich hoffe, du greifst jetzt auch zu deinen Farben. Vielleicht fühlst du dich auch nicht so gut, warst gerade krank, bist gerade krank. Ja, dann
denk wieder an was Positives. Also ich hoffe, die Malerei bringt dich auch dazu, wieder etwas Positives zu tun. Und das muss eben nichts Großes sein. Das muss kein großes Kunstwerk sein und keine tolle, großartige Show hier bringen, sondern einfach auch die kleinen Momente genießen. Danke fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich habe mich so gefreut, auch von letzter Woche. Ich konnte sie leider erst viel später lesen, weil es mir leider, ja wie gesagt, schon nicht so gut ging. Aber ich freue mich jedes Mal und egal wann ich sie lese. Dankeschön und ich wünsche dir einen ganz schönen Sonntag.